Heute vor 84 Jahren wurden die letzten Juden aus Bonn in die Lager nach Osteuropa deportiert. Ihr seht, in diesem Video möchte ich mich einem mir sehr wichtigen Thema widmen. Denn ich bin in Bonn geboren und habe einige Zeit in der Gedenkstätte hier gearbeitet. Aus dieser Zeit stammen auch die folgenden Informationen. Doch wie genau wurden die Deportationen vorbereitet und wie liefen sie ab? Zunächst wurden die Bonner Juden in einem Sammellager in Bonn-Endenich und später in den Messehallen in Köln, die zu einem Durchgangslager umfunktioniert wurden, gesammelt. Am 18. Juni 1941 mussten die ersten Bonner Juden in das Kloster der ewigen Anbetung in Endenich umziehen. Doch wie viele Juden lebten eigentlich vor der Shoah in Bonn? Die jüdische Gemeinde in Bonn gehörte tatsächlich, gemessen an der Einwohnerzahl, zu einer der größten im Rheinland. Etwas mehr als 1200 Jüdinnen und Juden lebten in Bonn und Umgebung, knapp 1000 direkt im Bonner Stadtgebiet. Aufgrund des Pogroms 1938 und der verstärkten Bemühungen seitens der Nazis, die Juden aus Deutschland zu vertreiben, sank die Zahl 1939 auf 679. Übrigens, heute zählt die Gemeinde in Bonn wieder ungefähr 1000 Mitglieder, denn viele Jüdinnen und Juden aus der Sowjetunion kamen nach dem Ende des Zweiten Krieges 1990 wieder zurück nach Deutschland. Jüdinnen und Juden machten weniger als 1% der Bevölkerung aus. Nur 0,74% der Bonner Bevölkerung waren Juden. Nicht anders waren die Zahlen in anderen Städten Deutschlands. Unter den Juden in Bonn war ein hoher Anteil Selbstständiger. Das wissen wir von der Volkszählung 1933. Über die Hälfte, 305, waren Kaufleute, Händler, Metzger und Fabrikanten, also Fabrikbesitzer. 30 Bonner Mitbürger gaben bei der Volkszählung einen akademischen Beruf wie Jurist oder Arzt an. Dieser Querschnitt zeigt, dass Jüdinnen und Juden vor 1933 gut in Bonn integriert waren und sich eine bürgerliche Existenz hatten aufbauen können. Die einzelnen Phasen der Verfolgung könnt ihr anhand meiner anderen Videos zur antijüdischen Gesetzgebung nachvollziehen, aber ich möchte mich heute mit der letzten Phase, den Deportationen und ihrer Vorbereitung beschäftigen. Vorstufe zu den Deportationen war der Umzug in sogenannte Judenhäuser. In Bonn gab es 37 davon. In diesen fremden Mietshäusern mussten ganze Familien in einem Zimmer hausen. Jetzt waren sie nicht nur fast ihrer ganzen Besitztümer beraubt, denn natürlich konnten sie viele ihrer Möbel und Besitzgegenstände nicht mitnehmen, nachdem die Bonner Nazis ihnen ihre Häuser und Wohnungen genommen hatten. Nein, auch Privatsphäre war für die Bonner Jüdinnen und Juden von nun an ein kaum zu findendes Gut. Diese Ghettoisierung innerhalb Bonns war aber nur ein erster Schritt auf dem Weg zur endgültigen Deportation in die Vernichtungslager nach Osteuropa. Während im Oktober 1939 das erste polnische Ghetto errichtet wurde und im Mai 1940 das Konzentrationslager Auschwitz errichtet wurde, suchten die Nationalsozialisten in Bonn noch nach einem geeigneten Durchgangslager für die jüdische Bevölkerung. Diese temporären Lager wurden überall in Deutschland und Westeuropa eingerichtet. Hier ein kleiner Exkurs zu den verschiedenen Lagertypen, denn es gab weitaus mehr als nur die Vernichtungslager im Osten. Konzentrationslager oder KL, diese Abkürzung war vor 1945 üblich, ist nur der Oberbegriff für die Internierungslager, die die Nazis in ganz Europa errichteten. Von den Vernichtungslagern gab es insgesamt nur 7. Neben Auschwitz waren das Majdanek in der Nähe von Lublin, Belzec, Sobibor, Treblinka, Jasenowa in Kroatien und Kelmro oder Kulmhof. Das erste Lager, in dem eine Gaskammer eingerichtet wurde und das noch vor Kriegsende geräumt wurde. Durchgangs- oder Transitlager waren die letzte Station vor dem Weitertransport in eines der 7 Vernichtungslager. Dann gab es noch diverse Außenlager, Außenstellen von Vernichtungslagern wie Zwangsarbeiterlager. Sie dienten der Ausbeutung der meist slawischen Bevölkerung als Arbeitssklaven für die deutsche Industrie. Hier konnten Rüstungsbetriebe und andere deutsche Firmen Zwangsarbeiter rekrutieren. Dann gab es noch die aus dem Ersten Weltkrieg bekannten Kriegsgefangenen- und Internierungslager, die normale Häftlinge und eben Kriegsgefangene beherbergten. Wusstet ihr eigentlich, dass der Begriff Konzentrationslager keine deutsche Erfindung ist? Concentration Camps sind tatsächlich eine britische Erfindung. Natürlich nicht die Vernichtungslager. Im Zweiten Burenkrieg in Südafrika Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts deportierten die Briten die afrikanische Zivilbevölkerung in solche Lager. Damit wollte man die Buren zur Aufgabe ihres Widerstands zwingen. Die katastrophalen Zustände in diesen Lagern führten zu Tausenden von Todesopfern, was die britische Regierung zwar billigend in Kauf nahm,
Aber anders als die Vernichtungslager der Nazis zielten die Briten nicht darauf ab, aus den Buren Arbeitssklaven zu machen oder planten einen Völkermord an den Buren. Zurück zu den Lagern der Nazis. Der letzte Typ waren Sammel- oder Speziallager, wie das einzige Frauenlager in Ravensbrück oder das Lager für Jugendliche in Moring. Zählt man alle verschiedenen Lagertypen und Nebenlager zusammen, gab es nach 1940 rund 1000 verschiedene Konzentrationslager in Deutschland und den von Deutschland besetzten Gebieten. Also war es gar nicht so ungewöhnlich, dass für die Bonner Juden 1941 ein lokales Durchgangslager gesucht wurde. Ungewöhnlich war aber die Wahl, das Benediktinerinnenkloster zur ewigen Anbetung. Am 30. April 1941 wurden die 140 Ordensschwestern vertrieben und ihr Kloster im Zuge der reichsweiten Aktion Klostersturm beschlagnahmt. In den Jahren 1940 bis 1942 wurden mehr als 2000 Klöster von den Nazis für ihre eigenen Zwecke beschlagnahmt. Ein ähnlicher, wenn auch kleinerer Raubzug gegen katholische Einrichtungen als die Zerstörung der Synagogen, Häuser und Wohnungen. Die Gestapo in Bonn hatte übrigens noch Glück, das Kloster als Internierungslager nutzen zu können. Denn 3 Monate später, am 30. Juli 1941, verbot Hitler höchstpersönlich weitere Beschlagnahmungen. Die Aktionen hatten große Unruhen in der Bevölkerung ausgelöst, besonders im katholischen Rheinland und in Bayern. Schließlich konnten ab Juni die ersten Bonner Juden in die winzigen Zellen der Benediktinerinnen einziehen. Hier wurden übrigens nicht nur die knapp 680 Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Bonn einquartiert. Nein, das kleine Kloster, das zuvor 140 Menschen eine Zuflucht bot, beherbergte neben den 680 Bonner Juden auch Juden aus der Voreifel, die hier auf den Weitertransport in die Vernichtungslager warten mussten. Wie waren die Bedingungen in dem Lager? Wir haben Glück, dass es mehrere Berichte über die Umstände in dem Bonner Lager gibt. Das Lager in der Kapellenstraße 6 in Endenich wurde nämlich von einem nichtjüdischen Arzt, Dr. Josef Kill, betreut. Auch mussten solche Lager eine Selbstverwaltung einrichten, die für die Kommunikation mit der Gestapo zuständig war. Solche Selbstverwaltungen gab es auch in den osteuropäischen Konzentrationslagern. Sie konnten meist nicht mehr tun, als so lange wie möglich Weitertransporte in die Vernichtungslager hinauszuzögern. In Theresienstadt musste der Lagerälteste nämlich Listen anfertigen, wer auf den nächsten Transport nach Auschwitz geschickt wurde. Dies blieb Sigmund Meyer, dem Lagerältesten im Endenicher Lager, erspart. Allerdings erreichte er mit seinen Eingaben an das Bonner Wirtschafts- und Ernährungsamt wegen einer unzureichenden Versorgung mit Lebensmitteln auch nichts. So schrieb er Ende April 1942, dass die letzten Kartoffeln, die an die Lagergemeinschaft im Dezember 1941 geliefert worden waren, verschimmelt waren und auch die versprochenen Speckkrüsen noch nicht eingetroffen waren und er große Probleme habe, auch nur eine Mahlzeit pro Tag anbieten zu können. Mutig finde ich den versteckten Vorwurf, dass die Juden im Kölner Lager wohl besser verpflegt werden. Und Meyer gibt auch zu bedenken, dass die meisten der jüdischen Lagerinsassen, darunter auch Teenager, schwere Arbeit leisten müssen. Denn während die Juden auf ihre Deportationen warten, sitzen sie natürlich nicht die ganze Zeit unnütz im Klostergarten herum oder haben Zeit zu lesen. Bis auf wenige Ausnahmen müssen alle Juden in Bonn seit März 1941 Zwangsarbeit in verschiedenen Betrieben leisten. Viel schlimmer, wie der Vermerk unten aufklärt, wurden die faulen Kartoffeln absichtlich an das Lager geschickt. Sigmund Meyer kam übrigens mit dem letzten Transport vom 27. Juli 1942 nach Theresienstadt und wurde später wie fast alle Juden in Theresienstadt nach Auschwitz deportiert. Über die katastrophalen hygienischen Zustände im Lager berichtet Dr. Kill. Er hatte jüdische Patienten, die in das Lager umziehen mussten, und deswegen machte er seine Hausbesuche dort. So berichtet er von dem trostlosen Anblick der zwischen ihren mitgebrachten Möbeln und Möbelchen herumirrenden, namentlich älteren und verzweifelten Leuten. Eine seiner älteren Patientinnen musste vor 10 anderen Gefangenen auf einem Putzeimer ihren ruheartigen Darmkatar entleeren. Es fehlte jeglicher Krankenstuhl für Sonderfälle, anscheinend auch die Bettpfanne. Noch schlimmer war die Tatsache, dass die Gestapo der jüdischen Gemeinschaft im Sommer immer wieder das Wasser abstellte. Nur wenige Stunden am Tag konnten sie sich waschen oder Wasser zum Kochen und Trinken erhalten. Und das, obwohl sie Schwerstarbeit leisten mussten, häufig in Fabriken oder bei der Müllabfuhr und nicht in einer sauberen Schreibstube. Dr. Kill reichte seinen Bericht mit der Mahnung ein, dass eine Ausbreitung der Ruhe unter den Lagerinsassen auch auf die Bonner Bevölkerung übergreifen konnte.
beim Oberbürgermeister ein, mit dem Resultat, dass er von der Gestapo mehrmals verhört wurde wegen Judenfreundlichkeit. Schlimmer als die hygienischen Zustände dürfen die meisten Juden jedoch unter den beengten Verhältnissen und der nicht vorhandenen Privatsphäre gelitten haben. In den kleinen Klosterzellen mussten zum Teil Familien mit 20 Personen samt Hausrat unterkommen. Sie durften das Lager auch nur zu bestimmten Zeiten verlassen und in speziellen Geschäften kaufen. Und sogar der Weg, den sie zu ihrer Zwangsarbeitsstätte zurücklegen sollten, wurde ihnen vorgeschrieben. Die Zwangsgemeinschaft der verschiedenen jüdischen Familien versuchte in dem Jahr im Endenicher Lager auch unter den schweren Bedingungen ein bisschen Würde und Kultur zu erhalten. Es gab eine Lagerbibliothek und Siegfried Winterberg, ein ehemaliger Lehrer, organisierte sogar eine Lagerschule für die Kinder. Die Wartezeit hatte dann im Sommer, fast genau ein Jahr nach dem ersten Einzug von Bonner Jüdinnen und Juden in das Durchgangslager, ein Ende. Am 14. Juni 1942 begannen die ersten Transporte nach Köln-Deutz, dessen Bahnhof als zentraler Sammelpunkt für die Deportationen aus dem gesamten Rheinland fungierte. Von da aus ging es in überfüllten Personen, manchmal sogar in Güterwaggons mit über 1000 Mitreisenden, nach Sobibor, Theresienstadt und Mali-Trostenitz. Die Züge waren meist 4 Tage unterwegs. Oft gab es während der ganzen Zeit kein Wasser und kein Essen. Auch sanitäre Anlagen wie Toiletten waren für die Jüdinnen und Juden nicht vorgesehen. Auf der Fahrt ging meist ein Eimer um. Viele Fahrende, meist Ältere und Kranke, starben bereits während der Fahrt. Die anderen mussten dann die restliche Fahrt über den Waggon mit den Leichen teilen, denn sie wurden erst am Bestimmungsort entsorgt. Im ersten Transport wurden arbeitsfähige Männer im Ghetto Lublin bzw. Majdanek von den anderen Reisenden und ihren Familien getrennt. Der Rest wurde in das Vernichtungslager Sobibor gebracht und dort in den Gaskammern ermordet. Im zweiten Deportationszug vom 20. Juli 1942 befanden sich über 100 Kinder unter 10 Jahren. Sie wurden zusammen mit den Erwachsenen nach Mali-Trostenitz, einem der größten Vernichtungsorte in Nähe von Minsk, der Hauptstadt von Belarus, damals die Sowjetunion, deportiert. Da das Lager nur begrenzte Kapazitäten hatte, wurden alle Insassen des Zuges vermutlich in der Aktion vom 25. bis zum 27. Juli ermordet. In einem Tätigkeitsbericht der SS-Soldaten, die für die Lagerbewachung des Minsker KLs verantwortlich waren, heißt es, am 21., 22. und 23. Juli werden neue Gruben ausgehoben. Am 24. Juli trifft bereits wieder ein Transport mit 1000 Juden aus dem Reich hier ein. Offensichtlich wurde das Lager häufiger mit neuen Judentransporten regelrecht überschwemmt. Weiter heißt es, am 28. Juli, also nur 4 Tage nach der Ankunft des Kölner Transports, im Minsker russischen Ghetto, 6000 Juden werden zur Grube gebracht. Am 29. Juli werden 3000 deutsche Juden zur Grube gebracht. Das heißt, in 2 Tagen brachte die SS fast 10.000 Juden aus dem Deutschen Reich um und verscharrte sie in Gruben im Wald von Blagowostyna. Die letzten beiden Deportationszüge vom 15. und 26. Juni 1942 mit Bonner Jüdinnen und Juden hatten das KL Theresienstadt in der Nähe von Prag zum Ziel. Dieses Lager war anfangs vor allem für prominente und sogenannte privilegierte Juden vorgesehen. Aber hier wurden auch besonders viele alte Juden interniert und mehr oder minder sich selbst überlassen. Die meisten wurden später in ein anderes Vernichtungslager, vor allem nach Treblinka und Auschwitz, deportiert. Das Schicksal eines Juden aus Bonn war somit besiegelt, sobald sein Name auf einer der Transportlisten stand. Der Zielort bestimmte lediglich die Methode und den genauen Zeitpunkt seiner Ermordung. Entweder durch Erschießen im Wald oder langsamer durch Zwangsarbeit, Hunger und Krankheit und schließlich in den Gaskammern von Auschwitz-Birkenau. Von den ca. 700 Bonner Juden überlebten weniger als 10. Hier einige ausgewählte Bilder der Opfer.